Servus liebe Leute! Hallo zusammen! Heute gibt es unseren Erfahrungsbericht zum Z-Bike 2.0. Dieses haben wir vor einigen Monaten von der spanischen Firma Cycle kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Nochmal ein Riesendank dafür an Cycle und natürlich ist deswegen auch hier wieder Werbung eingeblendet. Aber es soll heute tatsächlich darum gehen, welche Erfahrungen wir jetzt auf schon mehreren hundert Kilometern und mehreren Monaten auf diesem Z-Bike gemacht haben, ob wir das für euch empfehlen können und was so die Vor- und Nachteile generell sind. Ein Spinning Bike, das bloß noch mal kurz zur Erinnerung, ist quasi eine gute Alternative zum klassischen Rollentrainer. Und wie ihr jetzt bei den Geräten der Firma Cycle ganz viel sparen könnt, neben unseren 5%, die ihr über unseren Discount-Code Zeltencycle bekommt, das verraten wir euch dann am Ende des Videos. Also bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht habt ihr schon unser erstes Video zum Z-Bike 2.0 gesehen, wo wir alles ganz ausführlich vorgestellt haben. Darum soll es in diesem Video jetzt nicht gehen. Wie Philipp schon meinte, das Z-Bike ist jetzt schon 500, 600 Kilometer eingefahren. Wir haben schon ein paar kleine Änderungen vorgenommen an der einen oder anderen Stelle, um das auf uns anzupassen. Und in diesem Video heute geht es um unseren persönlichen Erfahrungsbericht mit diesem Bike. Genau, dazu bekommt ihr dann noch alle Vorteile, die das Spinning Bike hat, zusammen natürlich mit den Nachteilen, die wollen wir euch nicht verschweigen. Und erfahrt vielleicht dann auch am Ende des Videos, ob das Spinning Bike, das Z-Bike 2.0 für euch zu Hause geeignet ist. Ihr seht schon, ich bin angekleidet in passender Sportkleidung. Am Ende des Videos nehmen wir euch dann nämlich mit auf eine kleine Trainingssession. Da setze ich mich aufs Bike und wir starten die App und schauen uns das mal direkt vom Bike aus an. Und wie schon gesagt, unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn dann erfahrt ihr, wie ihr richtig viel sparen könnt auf dieses Bike. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir hoffen, dass es euch helfen wird, vielleicht bei der Entscheidung, ob das Bike das Richtige für euch zu Hause ist. Okay, kommen wir direkt zu unserem Erfahrungsbericht. Wie gesagt, wir sind jetzt bestimmt schon gut 600 Kilometer auf dem Bike unterwegs gewesen. Und ja, die erste positive Nachricht ist, es läuft noch wie am ersten Tag, es ist weiterhin super leise. Das Einzige, was wir tatsächlich immer mal machen mussten nach den ersten paar Dutzend Kilometern, war es, die Schrauben festzuziehen. Also wie bei einem normalen Fahrrad, wo man das nach dem Kauf auch immer mal machen muss. Generell funktioniert, nachdem alles einmal eingerichtet wurde, mit eurem Tablet, mit eurem Herzfrequenzmesser, den ihr vielleicht habt, alles super easy. Ihr steckt quasi nur das Fahrrad an die Wand an die Steckdose, verbindet euer Tablet und das war's. Ihr könnt sofort starten. Ja, für euer Tablet oder für euren Laptop oder für das Smartphone gibt es dann jede Menge Apps, die ihr in Verbindung mit dem Z-Bike 2.0 nutzen könnt. Von eher spielerischen Apps, wo ihr durch virtuelle Welten radelt und dabei dann in Stufen sogar aufsteigt, bis hin zu rein analytischen Apps, die euch eure Leistung genauestens widerspiegeln, gibt es eine sehr große Auswahl. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Aber haben wir denn jetzt nach der ganzen Zeit bereits schon irgendwie einen Trainingseffekt spüren können? Ich finde auf jeden Fall. An den Tagen, an denen wir jetzt eben zum Beispiel draußen nicht radeln gehen konnten, weil das Wetter zu schlecht war oder weil es vielleicht einfach schon dunkel war, konnten wir eben gut überbrücken mit dem Z-Bike. Wir haben uns einfach direkt dann auch am nächsten Tag wieder etwas fitter gefühlt und auch wenn es dann wieder aufs Fahrrad ging, hatten wir nicht das Gefühl, dass wir irgendwie an Energie verloren haben. Also so als Überbrückung ist das auf jeden Fall schon mal super. Aber weiterhin merken wir auch bei uns, dass wir allgemein einfach wieder eine bisschen bessere Ausdauer haben, ein bisschen mehr Kraft in den Beinen und dass auch zum Beispiel unser Puls generell auch im Alltag wieder ein bisschen mehr runtergegangen ist, einfach weil man doch die ganze Zeit so ein bisschen im Training bleibt. Der Trainingseffekt kommt natürlich bei euch immer so ganz darauf an, was ihr überhaupt für Ziele habt. Ob ihr euch vielleicht nur fit halten wollt oder vielleicht wirklich gezielt trainieren möchtet für eure nächste größere Radtour. Im letzten Video gab es ein paar Anmerkungen in den Kommentaren zu dem Starrlauf. Das ist natürlich bei so einem Spinning Bike was Besonderes. Das ist nicht wie bei einem normalen Fahrrad, dass wenn ihr aufhört zu treten, ihr dann in den Freilauf kommt und dann nicht mehr die Beine bewegen müsst. Das funktioniert hier nicht so. Sobald ihr einmal anfangt zu strampeln, dreht das Schwungrad eben mit. Das ist hier fest über einen Riemen eben an die Pedalen gekoppelt. Und das heißt, ihr könnt nicht einfach stoppen, ihr müsst schon diese Bewegung mit rausgehen im Grunde. Also ihr müsst den Schwung dann schon mitnehmen und dann euch langsam einfach dann auspedalieren. Sollte es euch mal zu schnell werden und ihr wollt auch auf jeden Fall schnell vom Fahrrad abspringen, gibt es immer die Möglichkeit, über den Stopptaster
das Fahrrad etwas schneller zum Stehen zu bekommen sozusagen. Was die aber auch Vorteile von so einem Starrlauf gegenüber dem Freilauf sind, das werden wir euch in einem späteren Video dann nochmal genauer erläutern. Ja, kommen wir doch dann zur alles entscheidenden Frage. Ist denn so ein Heimtrainer, so ein Spinningbike denn auch etwas für euch? Ja, es kommt natürlich in erster Linie ganz darauf an, was eure Ziele sind. Seid ihr eher die, ich sag mal, Schönwetterradler, die einfach nur Rad fahren wollen, weil es eben draußen Spaß macht und man sich einfach ein bisschen draußen bewegen will, dann braucht ihr im Grunde so ein Fahrrad zu Hause nicht. Wollt ihr aber euer Fitnesslevel halten, um zum Beispiel für die nächste Radreise bestens vorbereitet zu sein, dann macht es schon durchaus Sinn, sich auch was für zu Hause anzulegen. Gerade auch, wenn ihr vielleicht in einer Region lebt, wo eben dann doch öfter im Winter mal Schnee draußen liegt oder es öfter regnet. Also wir haben das auf jeden Fall schon genutzt. Wir hatten mal 1-2 Wochen lang fast nur Regen und da waren wir eben sehr froh, das Spinningbike bei uns zu Hause zu haben. Das ist natürlich der größte Vorteil am Spinningbike, dass ihr euch eben wetterunabhängig weiter trainieren könnt. Ein weiterer Aspekt ist natürlich das zeiteffizientere Training. Ja, ihr müsst ja nicht erstmal euer Fahrrad aus dem Keller holen und vielleicht in den Zug steigen und irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Ihr setzt euch hier einfach drauf, richtet alles schnell ein und radelt direkt los. Anderer Vorteil ist natürlich dann auch, ihr könnt jederzeit das Training abbrechen, falls ihr euch mal nicht so gut fühlen solltet einfach. Dann steigt einfach ab und hört auf. Ja, draußen müsstet ihr dann zumindest mit dem Fahrrad wieder zurückfahren. Dann sind diese Spinningbikes natürlich auch sehr wartungsarm. Wir haben hier unten einen Riemen verbaut, der mit dem Schwungrad verbunden ist. Der sollte locker 20.000 bis 40.000 Kilometer halten. Also da sprechen wir wahrscheinlich von mehreren Jahren, die ihr dieses Spinningbike eben nutzen könnt, bevor ihr überhaupt mal drüber nachdenken müsst, irgendwas austauschen zu müssen. Das kommt aber auch auf euer Training natürlich drauf an. Wenn ihr hier wie die Bekloppten in die Pedalen tretet, kann natürlich auch so ein Spinningbike dann irgendwann mal etwas eher kaputt gehen. Aber ich denke mal, bei einem ganz normalen Training seid ihr mit mehreren Jahren auf jeden Fall dabei. Für diejenigen, die ein gezieltes Training vorhaben, ist so ein Spinningbike optimal. Ihr seid völlig unabhängig vom Wetter draußen, da kann es winden und stürmen, wie es möchte. Euch interessiert das hier nicht. Im sogenannten ERG-Modus wird euch zum Beispiel eine Wattzahl vorgegeben, die ihr zu erreichen habt. Die kann natürlich in so einem Training dann auch immer mal variieren, aber da seid ihr zum Beispiel auch komplett unabhängig von irgendwelchen Steigungen in den virtuellen Welten und ihr müsst zum Beispiel auch nicht mal die Gangschaltung benutzen, denn der Widerstand hinten, der richtet sich automatisch an und passt sich auch eurer Kadenz, also eurer Pedalierfrequenz an. Ihr könnt aber auch ganz frei radeln auf dem Fahrrad, entweder mit App oder ohne und habt dafür eben zum Beispiel bei einem Z-Bike 2.0 hier eine Gangschaltung, die über so 2 Taster bedient wird. Da habt ihr 15 Gänge zur Verfügung und ich würde sagen, vom kleinsten Gang eines Mountainbikes bis zum höchsten Gang eines Rennrads ist da so ziemlich alles dabei. Ein weiterer Vorteil gegenüber den normalen Fahrrädern ist, dass ihr hier schon eine Leistungsanzeige verbaut habt. Es gibt natürlich auch Komponenten, die ihr an eure normalen Fahrräder bauen könnt, die das dann auch ermöglichen, aber die sind in der Anschaffung sehr teuer, auch relativ fragil und da seid ihr dann irgendwo in einer Preisklasse, die schon fast höher liegt als dieses Spinningbike. So könnt ihr dann eben mit eurem Training eure Leistung wunderbar auswerten lassen, ob es nun über eine sehr detailreiche App ist oder über so eine spielerische App. Ist völlig egal, es wird über den Herzfrequenzmesser, über eure Kadenz und über die Leistung eben, die gemessen wird, eine wunderbare Auswertung dann ermöglicht. Weiterhin ist es über die Apps möglich, gemeinsam zu radeln. Also sollte jemand auch ein Spinningbike von euren Freunden haben und die gleiche App, dann könnt ihr euch in der virtuellen Welt eben treffen und gemeinsam radeln, chatten, FaceTime nebenbei. Also die soziale Komponente geht dabei nicht ganz verloren. Ja, wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Ich würde jetzt mal 3 nennen. Der erste ist ganz klar, ihr seid nicht draußen in der schönen Natur unterwegs, sondern bei euch zu Hause in ein Zimmer statisch auf dem Boden. Ich denke mal, das ist für viele einfach schon das Hauptausschlusskriterium für so ein Spinningbike. Aber da kommt es eben ganz auf den Geschmack drauf an. Der zweite Nachteil ist, ihr befindet euch in einem geschlossenen Raum. Das heißt, hier findet auch keine Luftzirkulation statt. Dadurch geratet ihr viel schneller ins Schwitzen. Dafür hat praktischerweise das Z-Bike 2.0 einen Flaschenhalter mit einer Flasche, die mitgeliefert wird. Ihr könnt aber natürlich auch gerne jede andere Flasche da dran machen, eine größere zum Beispiel. Da passt so ziemlich alles dran. Und ja, stellt euch gerne auch eine zweite Flasche irgendwo in die Nähe, damit ihr stets gut hydriert beim Training seid. Weiterhin haben wir einen kleinen Ventilator hier an den Lenker angebracht, der einfach ein bisschen Luftzirkulation verursacht.
Und natürlich ist es auch nicht schlecht, wenn ihr direkt neben euch ein Fenster habt, das ihr mal eben öffnen könnt. Was wir auch noch gemacht haben, ist so eine kleine Lenkerback hier angebracht zu haben. Dann haben wir dann so kleine Snacks drin, die wir dann eben während des Trainings auch mal verputzen können. Das ist ja auch wichtig, sich gerade während eines anstrengenden und langen Trainings auch neue Energie zuzuführen. Der dritte Nachteil ist, ja, dass das Rad einfach sehr schwer ist. Es wiegt ungefähr 60 Kilogramm und nimmt natürlich durch seine Größe auch einiges an Platz weg in eurer Wohnung. Und ja, man kann das zwar relativ schnell umbauen, weil es hinten Rollen verbaut hat, was sehr cool ist. Aber ja, solltet ihr im 4. Stock wohnen und habt keinen Lift bei euch, dann viel Spaß, das da irgendwie hochzukriegen. Ja, aber dieses Gewicht ist natürlich notwendig, damit ihr ordentlich trainieren könnt. So ein Spinningbike kostet auch einiges, also das ist eine Investition, die überlegt sein sollte. Zudem muss es immer am Strom angeschlossen sein, aber der Stromverbrauch ist sehr gering, also das wird sich jetzt nicht so allzu sehr bemerkbar auf eurer Endjahresabrechnung machen. Kommen wir zur alles entscheidenden Frage, ist denn das Z-Bike etwas für euch? Ja, wie schon bereits erwähnt, kommt das ganz drauf an, was ihr so vorhabt. Seid ihr nur Freizeitradler, die ab und zu mal aufs Rad steigen, dann ergibt das wahrscheinlich keinen Sinn. Solltet ihr allerdings zum Beispiel öfter Radreisen machen oder wollt euch über den Winter einfach fit halten und vor allem, wenn ihr nicht gerne in der Dunkelheit oder bei Kälte rausgeht, dann solltet ihr wirklich drüber nachdenken, ob das vielleicht eine sinnvolle Ergänzung ist. Und das ist es eben auch, eine sinnvolle Ergänzung zu eurem normalen Fahrrad, mit dem ihr draußen unterwegs seid. Und dann macht es natürlich für alle Sinn, die gezielt trainieren möchten. Das heißt, ja, vielleicht wollt ihr einfach eure Ausdauer verbessern, vielleicht wollt ihr eure Kraft stärken, vielleicht wollt ihr euch auf das Everesting vorbereiten, egal was ihr machen wollt. Es gibt in allen Apps alle möglichen Trainingseinheiten, die euch genau darauf vorbereiten können. Und das eben auch gerade im ERG-Modus sehr gezielt, ja, an eure Parameter und an eure Bedürfnisse. Ja, das war erstmal alles Theoretische zum Z-Bike. Kommen wir zum Praktischen. Anne wird sich jetzt hier gleich draufsetzen. Dafür müssen wir aber kurz noch eine kleine Änderung vornehmen, denn Anne ist ein bisschen kleiner als ich. Praktischerweise kann man ganz schnell den Sattel einfach verstellen und das dann wieder festmachen. Und auch der Lenker lässt sich ganz schnell über den Hebel lockern, sodass man den einfahren kann, wieder festzurren kann. Und dann ist es schon für Anne richtig eingestellt. So, Anne sitzt jetzt schon bereit und strampelt sich schon etwas warm. Ja, und jetzt werden wir mal schauen, wie wir die App einrichten. Das geht, wie gesagt, ganz schnell. Hier sehen wir eine Menge Apps, die wir auch noch nicht alle getestet haben. Aber heute werden wir die App MyWhoosh nutzen. Die ist auch kostenfrei tatsächlich. Und da hat auch Anne ihren eigenen Account, den wählen wir jetzt aus. Und jetzt sehen wir hier, wie sich jetzt schon alles direkt verbindet. Anne hat sich schon den Pulsmesser umgelegt und hier sehen wir jetzt quasi ihren Herzschlag. Oben sehen wir die aktuell getretene Leistung und hier die Kadenz. Ja, und das ist jetzt hier der Startbildschirm. Da kann man jetzt bei irgendwelchen Events mitfahren oder Workouts machen oder einfach frei radeln. Also wir würden heute tatsächlich ein Workout machen, ein kurzes. Wir wählen hier eins aus, unter 35 Minuten. Und da wählen wir hier einfach direkt mal das erste. Das geht jetzt 31 Minuten, hat einen leichten Leistungsaufbau, dann eine längere Strecke für die Ausdauer und dann nochmal eine kleine Rampe, wo es dann interessant wird. Das wählen wir jetzt einfach hier, haben wir nochmal eine Übersicht, wie die Wattzahlen aussehen, die jetzt hier eben erbracht werden müssen von Anne. Und dann geht es auch einfach los. Und du kannst dir jetzt eine Welt aussuchen. Wo willst du denn heute fahren? Arabien. MyWhoosh World, Japan. Ach, nehmen wir hier mal die Winterwelt. Die Winterwelt. So, und da kann man sich jetzt verschiedene Strecken auswählen. Snowfall Mountain. Oh, ich glaube, da geht es fast nur bergauf, aber ist egal. Ist egal, dann nehmen wir das einfach. So, und dann braucht dann immer ein bisschen zum Laden. Ihr braucht natürlich für die Apps immer eine stabile, am besten stabile Internetverbindung. Und ja, dann geht es ja schon los auf sehr interessanten Wegen hier durch eine Höhle auf einem sehr vereist wirkenden Pfad. Also wahrscheinlich hast du heute die Spikes am Rad. Zum Glück kann ich hier nicht wegrutschen auf dem Z-Bike. Ja, das ist dann eben auch noch ein Vorteil davon. Keine Gefahr im Verzug. Oh, das sieht schon richtig cool aus.
Ja, und was wir jetzt hier auf dem Display sehen, ist hier wieder Annes Herzfrequenz. Und links davon sieht man die Wattzahl, die jetzt quasi gerade erreicht werden soll. Und in der Mitte sehen wir die aktuell getretene Wattzahl, rechts die Kadenz. Hier links ist dann das Programm, das Anne dann jetzt abfahren wird. Und wie gesagt, in diesem ERG-Modus erhöht sich jetzt automatisch der Widerstand in dem Fall, weil jetzt geht da so eine kleine Rampe quasi bergauf und Anne muss jetzt mit jeder Sekunde immer ein bisschen mehr treten. Und ob sie das jetzt mit mehr Kraft macht oder mit einer höheren Kadenz, das ist ihr überlassen. Gut, ich würde sagen, du fährst jetzt einfach eine Runde und dann schauen wir im Laufe des Trainings nochmal vorbei. Yes, so machen wir's. So, die ersten 6 Minuten sind gleich gefahren und jetzt geht gleich die erwartete Leistung von 130 auf 174 Watt. Das ist ein ganz schöner Sprung. Ja. So, jetzt geht's los, durchs Tor gefahren und es fühlt sich gleich anders an, oder? Ja, ich merk's gut, schon. Und parallel dazu in der virtuellen Welt verlasse ich jetzt den Tunnel und komme in eine wunderschöne Winterwelt. Cooles gelbes Bike habe ich da. Oh, jetzt über so ein Viadukt. Cool. Ja, ist schon Wahnsinn. Hier virtuell jetzt 9%ige Steigung, also so ganz den Vergleich konnten wir vielleicht noch nicht ziehen, ob jetzt das den 9% in der Realität eben nahe kommt. Aber wir fahren ja hier auch virtuell ein Rennrad, was ja auch noch mal ein bisschen anders ist, als wenn wir mit dem Gravelbike draußen unterwegs sind. Also ich glaube, mit dem Gravelbike ist es noch mal um einiges anstrengender. 9%, da könnte ich nebenbei nicht sprechen. Ja. Und jetzt fahren wir direkt schon wieder durchs Tor, weil eine Minute ist vorbei und jetzt geht es direkt runter auf 88 Watt. Ja, Anne hat jetzt schon 161 BPM Herzfrequenz. Und bei so einem Wechsel muss man jetzt eben auch ein bisschen aufpassen, dass man unten nicht dann aus Versehen zu schnell dann tritt auf einmal, weil der Widerstand wird auch dann deutlich geringer. Verschnaufpause, jetzt wird es auch erstmal ein bisschen entspannter. Und sobald wir an den Punkt kommen, wo Anne dann bis auf 209 Watt hoch müssen, dauert es noch ein bisschen. Da werden wir dann nochmal einschalten. So, jetzt kommt Anne gleich zum schwierigsten Teil des ganzen Trainings. Einmal durchs Tor bei jetzt noch 88 Watt. Es geht direkt hoch auf 142 und wird sich jetzt über 2 Minuten auf 209 Watt steigern. Ja, wie geht's dir denn bisher jetzt? Jetzt sind ja doch schon, wie viele Minuten vorbei? 20 Minuten? Ja, also mir geht's gut. Ich bin dank des Ventilators bin ich auch ziemlich kühl, gar nicht so wirklich ins Schwitzen gekommen. Also das ist wirklich gut, was so ein kleiner Ventilator ausrichten kann. Auf jeden Fall hilfreich. Ja, jetzt merke ich, dass es doch anstrengender wird und dass meine Herzfrequenz auch wieder hochgeht. Also das ist ja auch der Sinn dahinter. Und es macht auf jeden Fall total Spaß. Ist einfach easy going. Ich muss mich um nichts kümmern, nicht irgendwie schalten nebenbei. Kann einfach strampeln. Okay, jetzt geht's hoch auf 173 Watt. Oh, da überholt dich jemand. Schweinerei. Es muss immer noch jemand posen, ne? So, jetzt muss ich mich aufs Atmen konzentrieren. Ja. Ja, die Herzfrequenz geht schön hoch, 173 mittlerweile, gleich 200 Watt, aber auch gleich geschafft, das sind nur ein paar wenige Sekunden.
Geil, dass auch gerade der Anstieg ist hier. Wie viele Höhenmeter hast du schon gemacht? 209 Höhenmeter, schon 210 und ab durchs Tor und wieder runter auf 88 Watt. Na, das war doch jetzt eine ganz schöne Rampe. Da merkt man auf jeden Fall, was man so gemacht hat. Yes. So, jetzt wo es leichter geht mit dem Treten, dann nutze ich die Möglichkeit, mal was zu trinken nebenbei. Heute nur Wasser, aber bei längeren Sessions haben wir hier auch gerne mal so ein Elektrolytgetränk mit Salzen und Zucker mit drin. Das ist dann auf jeden Fall hilfreich und gibt einem noch ein bisschen mehr Power. Genau, und was auch cool ist, ich kann einfach mal die Arme ausschütteln, die Schultern ein bisschen kreisen lassen oder auch mal freihändig fahren. Das ist super, ich muss ja nicht lenken oder auf den Verkehr achten. Und das ist auch echt ganz gut, weil es den Nacken ein bisschen entlastet und entspannt beim Fahrradfahren. So, gleich geschafft. Noch die letzten Sekunden des Trainings auf leichter Stufe. So, und ich bin durch durchs Tor. Cool. Ja, ein bisschen bin ich schon ins Schwitzen gekommen. So ein kleines Handtuch wäre jetzt nicht schlecht. Dankeschön. Super. 31 Minuten war jetzt das Training. Ja, durch schöne Winterlandschaft, nicht so anstrengend, easy going, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. So, nach dem Training vielleicht nochmal mein kleines Fazit zum Z-Bike 2.0. Ja, mittlerweile habe ich es echt lieben gelernt, obwohl ich, das will ich euch nicht verschweigen, anfangs ein bisschen skeptisch war, dass wir uns so ein Spinning-Bike mitten in die Wohnung stellen. Ja, aber mittlerweile bin ich total überzeugt davon. Es sieht auch einfach schick aus, es ist leise, es macht Spaß damit zu trainieren und ja, ich finde die Nachteile, dass es Platz wegnimmt und dass es auch relativ teuer ist, sind von den Vorteilen überwogen. Und wir haben euch ja auch versprochen, dass wir euch am Ende des Videos noch ein paar Hinweise geben, wie ihr jetzt sparen könnt zum Black Friday. Genau, denn mit dem Release von diesem Video startet jetzt auch der Black Friday Sale bei Cycle. Dort könnt ihr jetzt auf der Website ganze 400 € auf das Z-Bike 2.0 sparen und zusätzlich mit unserem Discount-Code Zeltencycle, hier unten nochmal eingeblendet, spart ihr weitere 65 €. Also das ist dann auf jeden Fall schon ein sehr guter Preis für einen super Heimtrainer. Und ja, falls ein Spinning-Bike für euch doch nicht so ganz das Richtige sein solltet und ihr einen Rollentrainer haben möchtet, dann schaut gern auch mal bei Cycle vorbei. Da gibt es jetzt zum Beispiel den Z-Drive Max für 100 € günstiger, zusätzlich unsere 5%. Da müsst ihr bloß das Hinterrad von eurem Fahrrad ausbauen und könnt das dann da einspannen. Und auch den klassischen Rollentrainer, den Z Pro, gibt es 50 € günstiger. Also schaut gerne einfach mal vorbei. Vielleicht ist da was für euch dabei. Da gibt es auch noch andere Geräte. Ja, und wir sind auf jeden Fall super zufrieden mit dem Bike. Danken nochmal Cycle für die Bereitstellung. Und was vielleicht noch so bald von der Firma kommt, das werden wir dann in den nächsten Videos dann immer mehr erläutern. Und da wünschen wir euch ganz viel Spaß jetzt schon mal beim Stöbern. Und ja, vielleicht, wenn ihr euch ein Z-Bike kaufen solltet, vor allem auch beim Radeln. So sieht's aus. Wir hoffen, mit diesem Video konnten wir euch eine gute Hilfestellung geben, ob das Z-Bike 2.0 das Richtige für euch ist oder auch vielleicht nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch ganz gerne mal auf unserem YouTube-Kanal auch vorbei. Wenn ihr uns noch nicht kennt, wir machen eigentlich hauptsächlich Tourenvideos draußen mit den Fahrrädern, Gravelbikes und Tourenrädern. Da würden wir uns freuen, wenn ihr einfach mal in den Videos vorbeischaut und vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst. Ja, und falls ihr mal mehr Videos oder vielleicht mal ein ganzes Training von uns sehen möchtet auf dem Z-Bike, falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet oder so, dann gebt uns einfach Bescheid. Vielleicht machen wir sowas mal in Zukunft, aber auch so, wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Wir werden es dann beantworten. Ja, und jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, eine gute Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.